Wir schauen direkt in die Ukraine, denn dort gab es am frühen Morgen im ganzen Land Luft- und Raketenalarm. Russland hat auch offenbar das erste Mal seit Kriegsbeginn eine Interkontinentalrakete auf sein Nachbarland abgefeuert. Wegen des Einsatzes amerikanischer ATACMS-Raketen gegen Ziele auf russischem Gebiet, da befürchten viele Ukrainer schwere russische Angriffe. Nun hat die Ukraine offenbar auch erstmals mit britischen Marschflugkörpern vom Typ Storm Shadow einen russischen Kommandopunkt in der Region Kursk angegriffen. Mehr dazu von Deborah Nebig. Videos aus der russischen Region Kursk. Sie sollen Einschläge britischer Storm Shadow Marschflugkörper zeigen. Offenbar trifft die ukrainische Armee einen russischen Kommandopunkt in der Region. Hier hat Russland neben knapp 50.000 russischen Soldaten auch etwa 10.000 Kämpfer aus Nordkorea zusammengezogen. Immer wieder hatte die Ukraine die westlichen Verbündeten darum gebeten. Nun darf sie neben amerikanischen ATACMS offenbar auch die britischen Marschflugkörper mit einer Reichweite von 250 Kilometern gegen militärische Ziele in Russland einsetzen. Ich glaube, wir sollten uns nicht vormachen, dass das ein Allheilmittel ist und dass die Ukraine den Krieg damit gewinnt. Sie hoffen, dass das den Russen das Rückgrat bricht und es eine Kettenreaktion bis nach Moskau auslöst. Das halte ich für unwahrscheinlich. Aber die Ukrainer sind verzweifelt und sie werden mit dem wenigen, was sie haben, alles tun, was sie können. Am frühen Morgen greift Russland die gesamte Ukraine mit Raketen an, unter anderem kritische Infrastruktur und ein Industrieunternehmen in der Millionenstadt Dnipro. Schon in den vergangenen Tagen war ein russischer Vergeltungsangriff als Reaktion auf ukrainische Angriffe mit amerikanischen ATACMS befürchtet worden. Italien, Griechenland und die USA schlossen vorübergehend ihre Botschaften in Kiew. In seiner täglichen Videoansprache ruft der ukrainische Präsident Selenskyj die Bevölkerung zur Ruhe auf. Panik helfe nur Russland. Heute lagen die Nerven blank und es gab viele Fragen über eine besondere Gefahr. Warnungen vor Luftangriffen sollten immer beachtet werden. Wir haben diese Art von Nachbarland, wahnsinnig. Am 1001. Tag seines umfassenden Krieges ist Russland genauso verrückt wie am 1000. Tag und am 24. Februar 2022. Im Osten der Ukraine stehen die ukrainischen Truppen weiter enorm unter Druck. In der Region Donezk setzen die Behörden die Zwangsevakuierung von Zivilisten fort. Hier befindet sich unter anderem die heftig umkämpfte Stadt Pokrovsk. Ich begrüße bei mir im Studio Roland Carter, General AD. Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen, Herr Carter. Guten Morgen, Frau Droste. Ja, das sind viele Nachrichten, die wir heute bekommen aus dem Ukraine-Krieg. Fangen wir vielleicht mal mit der Interkontinentalrakete an, denn es soll also die erste sein, die Russland jetzt auf die Ukraine heute früh abgefeuert hat. Wie beurteilen Sie das? Ist das eine neue Stufe? Ich habe das gelesen und ich bin noch ein bisschen skeptisch, weil alle Versuche, das zu bestätigen, sind mir bislang nicht geglückt, sodass ich möglicherweise auch von einem Irrtum ausgehen möchte. Sollte es aber tatsächlich eine Interkontinentalrakete sein, dann wäre ich etwas erstaunt. Interkontinentalraketen sind normalerweise auf beiden Seiten nuklear bestückt. Also es würde dann für mich keinen Sinn machen, außer dass die Russen einfach mal einen Versuch gemacht haben, einen sogenannten Truppenversuch. Ob das auch konventionell auf die Ukraine zu schießen Sinn macht. Vielleicht ist es aber auch ein Stück weit weitere Bedrohung, dass man dem Westen sagen will, Achtung, ich habe nun vorgestern meine Nukleardoktrin, die neue, unterschrieben. Und ich will mal zeigen, wir können das auch umsetzen. Es ist nicht so, dass wir nur reden. Weil es ja doch viele auch in unserem Land gibt, die sagen, das wäre alles dummes Gerede. Ich bin daher, wie Sie wissen, skeptischer. Ich würde das nicht übertreiben, aber ich halte solche Drohungen für sehr ernst. Und der Einsatz einer Interkontinentalrakete wäre für mich ein nächster Schritt.